Hallo Deutschlerner, heute kochen wir Sätze. Ja, du hast richtig gehört. Ein guter deutscher Satz ist wie ein gutes Rezept. Du brauchst die richtigen Zutaten und du musst sie in der richtigen Reihenfolge mischen. Jeder Satz braucht 2 Grundzutaten. Ein Subjekt, also wer, und ein Verb, was passiert. Zum Beispiel, ich koche, du lernst, wir essen. Diese 2 Zutaten kommen immer ganz am Anfang eines deutschen Hauptsatzes. Subjekt, Verb. Wenn du mehr über dein Verb sagen willst, brauchst du wann, Zeit. Was oder wen, Objekt. Wie, also die Art und Weise, und wo, Ort. In der Küche der deutschen Sprache sagen wir Zeit, Objekt, Art, Ort. Oder auf Englisch Time, Object, Manner, Place. Stell dir vor, du willst diesen Satz sagen. I cook dinner with my mom at 6 p.m. in the kitchen. Das wäre auf Deutsch, ich koche um 18 Uhr das Abendessen mit meiner Mutter in der Küche. Lass uns die Reihenfolge anschauen. Ich, Subjekt. Koche, Verb. Um 18 Uhr, Zeit oder wann. Das Abendessen, Objekt, was. Mit meiner Mutter, die Art, wie. In der Küche, Ort, wo. Die Reihenfolge ist Subjekt, Verb, Zeit, Objekt, Art, Ort. Das ist das Standardrezept für einen deutschen Satz. Ich lerne heute Abend Deutsch alleine zu Hause. Heute Abend Zeit. Deutsch Objekt. Allein Art. Zu Hause Ort. Wieder haben wir Zeit, Objekt, Art, Ort. Ich schreibe am Abend eine Nachricht, leise am Tisch. Welche Reihenfolge haben wir hier? Schreib das in die Kommentare. Ich trinke morgens Kaffee in der Küche. Wir machen heute Hausaufgaben zusammen im Wohnzimmer. Du liest jeden Abend ein Buch ruhig im Bett. Manchmal willst du etwas betonen, zum Beispiel die Zeit. Dann stellst du diesen Satzteil an den Anfang. Aber Vorsicht, das Verb bleibt auf Position 2. Das Subjekt geht jetzt nach dem Verb. Das nennt man Inverted Word Order oder einfach die Verb-2-Stellung. Hier sind ein paar Beispiele. Heute Abend lerne ich Deutsch. Normal wäre, ich lerne heute Abend Deutsch. Am Wochenende spiele ich Fußball. In der Schule schreibe ich einen Test. Heute Abend, am Wochenende und in der Schule stehen am Anfang. Lerne, spiele und schreibe, die Verben, bleiben an zweiter Stelle. Ich kommt erst nach dem Verb. Ein Satz beginnt oft mit dem Subjekt, aber nicht immer. Das Verb ist immer an zweiter Stelle. Jetzt bist du dran. Ordne die Satzteile richtig, einmal normal und einmal mit Inversion. Zum Beispiel morgen, ich, Fußball, im Park, spiele, mit Freunden. Normal wäre, ich spiele morgen Fußball mit Freunden im Park. Inversion, morgen spiele ich Fußball mit Freunden im Park. Schreib deine Antworten in die Kommentare. Du musst nicht immer alle Elemente benutzen. Ein einfacher Satz wie ich lese ein Buch ist auch gut. Aber wenn du mehr Informationen gibst, hilft dir das Rezept für die richtige Reihenfolge. Wenn du mehr Rezepte für gute deutsche Sätze willst, komm in meinen Deutschlernerclub. Da findest du noch mehr Erklärungen, Übungen und Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!